Hallo, herzlich willkommen auf unserem Kanal, der dir hilft, die deutsche Sprache mit Podcasts zu lernen. Wenn du neu hier bist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Und wenn dir das Video später doch nicht gefällt, kannst du immer noch einen Daumen runter geben oder einen Kommentar schreiben. Hier findest du viele hilfreiche Inhalte, um Deutsch effektiv und mit Freude zu lernen. Heute sprechen wir darüber, wie man das Sprachenlernen selbstständig organisieren kann. Für viele Menschen ist der klassische Unterricht in einer Sprachschule nicht immer die beste oder überhaupt eine mögliche Option. Vielleicht gibt es keine Kurse in der Nähe, vielleicht fehlt die Zeit oder das Budget. Aber das heißt nicht, dass man nicht lernen kann. Im Gegenteil, selbstständiges Lernen hat viele Vorteile, wenn man es richtig angeht. Man kann sein eigenes Tempo bestimmen, genau die Themen auswählen, die einen interessieren und so lernen, wie es zum eigenen Alltag passt. Trotzdem ist selbstständiges Lernen nicht immer leicht. Es braucht Struktur, Motivation und gute Strategien. Ohne festen Stundenplan und Lehrer ist es einfach, das Lernen aufzuschieben oder ganz aufzuhören. Deshalb ist ein guter Plan sehr wichtig. Wer einfach nur irgendwas macht, verliert schnell den Überblick. Und genau da fängt unsere heutige Folge an. Bevor man mit dem Lernen beginnt, sollte man sich ein paar Fragen stellen. Warum will ich Deutsch lernen? Möchte ich mich im Alltag besser verständigen? Brauche ich Deutsch für den Beruf? Oder will ich vielleicht eine Prüfung bestehen? Die Antworten auf diese Fragen helfen, klare Ziele zu formulieren. Diese Ziele sollten konkret, messbar und realistisch sein. Zum Beispiel, ich will in 3 Monaten einfache Gespräche führen können. Oder ich möchte den B1-Test in 6 Monaten bestehen. Wenn du ein Ziel hast, ist es leichter, motiviert zu bleiben und deinen Fortschritt zu messen. Danach kommt die Planung. Überlege dir, wie viel Zeit du wirklich jede Woche investieren kannst. Lieber 15 Minuten pro Tag als 3 Stunden nur einmal pro Woche. Plane feste Lernzeiten ein, am besten wie Termine im Kalender. So wird das Lernen zu einem festen Teil deines Alltags. Sei dabei ehrlich mit dir selbst. Es bringt nichts, sich 4 Stunden pro Tag vorzunehmen, wenn du weißt, dass du das nicht schaffst. Jetzt kommt die Auswahl der Ressourcen. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Du kannst mit Lehrbüchern arbeiten, mit Lern-Apps wie Duolingo, Babbel oder Link. Du kannst Podcasts hören, Serien mit Untertiteln schauen oder mit Arbeitsblättern üben. Wichtig ist, dass die Materialien zu deinem Sprachniveau passen und dir Spaß machen. Nimm dir etwas Zeit, verschiedene Ressourcen auszuprobieren. Vielleicht magst du eher visuelles Lernen mit Videos oder du bevorzugst Hörverständnis und Podcasts wie diesen hier. Kombiniere verschiedene Methoden, damit es nicht langweilig wird und du alle Sprachfertigkeiten trainierst. Hören, lesen, schreiben und sprechen. Auch ein Vokabelsystem ist hilfreich. Entscheide dich, wie du neue Wörter lernst und wiederholst. Zum Beispiel mit Karteikarten oder digitalen Tools wie Anki oder Quizlet. Schreib dir Sätze auf, nicht nur einzelne Wörter. So lernst du die Sprache im Kontext und verstehst besser, wann man welche Wörter benutzt. Ein weiterer wichtiger Punkt: Überfordere dich nicht. Es ist gut, ehrgeizig zu sein, aber zu viele Ziele oder zu viel Material können demotivieren. Fokussiere dich auf 1 oder 2 Dinge gleichzeitig. Zum Beispiel, diese Woche übe ich das perfekt und lerne 20 neue Wörter aus dem Thema Einkaufen. Oder ich höre jeden Tag einen kurzen Podcast und mache eine Übung dazu. Zur Planung gehört auch die Wiederholung. Plane regelmäßig Zeit ein, um Gelerntes zu wiederholen. Ohne Wiederholung vergisst man schnell. Je öfter du ein Wort siehst oder hörst, desto besser bleibt es im Gedächtnis. Das Wichtigste beim selbstständigen Lernen ist, dass du Verantwortung übernimmst. Du bist dein eigener Lehrer. Das bedeutet, du entscheidest, was du lernst, wann du lernst und wie du lernst. Und du bist auch verantwortlich, dran zu bleiben, auch wenn es manchmal schwer ist. Aber keine Sorge, du bist nicht allein. Es gibt viele andere, die ebenfalls selbstständig lernen und man kann sich gegenseitig unterstützen. In Foren, auf YouTube, in Sprachgruppen oder Kommentaren kann man Fragen stellen, Tipps austauschen oder einfach nur sehen, dass andere auch kleine Schritte machen. Das motiviert. Jetzt, wo wir über die Planung und Zielsetzung gesprochen haben, schauen wir uns als nächstes an, welche Lernmethoden besonders effektiv sind, wenn man alleine lernt und welche Tools einem dabei helfen können. Es gibt viele Methoden, die beim selbstständigen Deutschlernen hilfreich sein können.
Wichtig ist, dass du nicht nur eine Methode verwendest, sondern verschiedene Strategien kombinierst. So bleibt das Lernen abwechslungsreich und du trainierst unterschiedliche Fähigkeiten. Beginnen wir mit klassischen Lehrbüchern. Viele denken, dass Lehrbücher langweilig oder altmodisch sind, aber das stimmt nicht unbedingt. Gute Lehrwerke bieten strukturierte Erklärungen, viele Übungen und klare Lernziele. Besonders Bücher mit Audiodateien sind sehr nützlich, weil du gleichzeitig dein Hörverstehen verbessern kannst. Achte darauf, ein Buch zu wählen, das zu deinem Sprachniveau passt. Wenn du zu schweres Material wählst, verlierst du schnell die Motivation. Zu einfache Inhalte bringen dich aber auch nicht weiter. Lehrbücher eignen sich gut, um Grammatik systematisch zu lernen. Du kannst ein Kapitel pro Woche bearbeiten, Übungen machen und die wichtigsten Regeln aufschreiben. Wiederhole schwierige Themen regelmäßig und versuche Beispiele selbst zu bilden. Schreib diese Beispiele in ein eigenes Heft, das du immer wieder durchlesen kannst. Digitale Lern-Apps sind eine gute Ergänzung. Viele Menschen nutzen Apps wie Duolingo, Babbel, Memrise oder Drops. Diese Apps sind leicht zu benutzen und motivieren durch kleine tägliche Lerneinheiten. Sie eignen sich besonders gut, um Vokabeln zu wiederholen oder einfache Strukturen zu festigen. Aber wichtig ist, Apps allein reichen nicht aus. Sie können helfen, aber sie sollten Teil eines größeren Plans sein. Eine weitere gute Methode ist das Schreiben. Du kannst ein Lerntagebuch führen, in dem du jeden Tag ein paar Sätze auf Deutsch schreibst. Es kann etwas über deinen Tag sein, über deine Gedanken oder über ein bestimmtes Thema. Schreibe regelmäßig, auch wenn es nur 5 Minuten pro Tag sind. Mit der Zeit wirst du merken, dass du flüssiger schreibst und weniger Fehler machst. Wenn du möchtest, kannst du deine Texte von Muttersprachlern oder in Sprachforen korrigieren lassen. Auch Übungen im Internet sind sehr hilfreich. Es gibt viele Webseiten mit kostenlosen Grammatikübungen, Leseverständnis, Hörtexten und kleinen Tests. Zum Beispiel auf Seiten wie deutschtraining.org, meindeutschbuch.de oder auf den Webseiten von Verlagen. Nimm dir jede Woche ein Thema vor, das du vertiefen willst, und suche gezielt Übungen dazu. Nicht zu vergessen ist das laute Lesen. Es klingt vielleicht einfach, aber lautes Lesen hilft dir, dein Sprachgefühl zu entwickeln und dein Sprechtempo zu verbessern. Du kannst Texte aus deinem Lehrbuch, Nachrichten, Dialoge oder kurze Geschichten laut lesen. Nimm dich dabei manchmal auf, um zu hören, wie du klingst. So merkst du auch, wo du dich verbessern kannst. Eine besonders effektive Technik ist das sogenannte Shadowing. Dabei hörst du einen kurzen Satz oder Abschnitt und sprichst ihn sofort laut nach, gleichzeitig mit dem Sprecher. Diese Methode hilft dir, Aussprache, Intonation und Sprachrhythmus zu trainieren. Am besten funktioniert das mit Podcasts, Hörbüchern oder kurzen Videos mit Untertiteln. Wiederhole die gleiche Passage mehrmals, bis du dich sicher fühlst. Auch Videos auf YouTube sind eine tolle Lernquelle. Es gibt viele Kanäle, die speziell für Deutschlernende gemacht sind. Du kannst dir bestimmte Themen gezielt erklären lassen, dir Alltagsdialoge anhören oder mit Lernvideos die Grammatik wiederholen. Wähle Videos, die deinem Sprachniveau entsprechen und nimm dir Zeit, das Gehörte zu verarbeiten. Pausiere, mach dir Notizen und versuche neue Wörter in eigenen Sätzen zu verwenden. Wenn du dich sicher genug fühlst, kannst du auch versuchen, selber kleine Sprachaufnahmen zu machen. Sprich über ein Thema, das dich interessiert, und nimm dich auf. Höre dir die Aufnahme an und analysiere, was gut war und was du noch verbessern kannst. Auch wenn es am Anfang ungewohnt ist, es ist eine sehr gute Übung, um sich an das freie Sprechen zu gewöhnen. Ein weiterer Tipp ist das Lernen mit Musik. Höre deutsche Lieder und lies die Liedtexte mit. Du kannst neue Wörter herausschreiben und versuchen, die Bedeutung zu verstehen. Wiederhole den Refrain, singe mit. So lernst du spielerisch neue Wörter und Redewendungen. Besonders gut funktioniert das mit klarer Aussprache und nicht zu schnellem Tempo. Ganz wichtig ist es auch, regelmäßig zu wiederholen. Viele Menschen lernen neue Dinge, aber vergessen sie schnell wieder. Deshalb brauchst du ein gutes Wiederholungssystem. Zum Beispiel kannst du einmal pro Woche einen Rückblick machen. Welche neuen Wörter habe ich gelernt? Welche Grammatikregel habe ich geübt? Was fällt mir noch schwer? So bleibst du im Überblick und kannst gezielt an deinen Schwächen arbeiten. Wenn du all diese Methoden in deinen Alltag integrierst und regelmäßig anwendest, wirst du Schritt für Schritt Fortschritte machen.
Aber um langfristig erfolgreich zu sein, brauchst du nicht nur Methoden, du brauchst auch Motivation und Durchhaltevermögen. Und genau darum geht es im nächsten Teil. Motivation ist einer der wichtigsten Faktoren beim selbstständigen Lernen. Viele Menschen beginnen mit großer Energie und guten Vorsätzen, aber nach ein paar Wochen lässt die Motivation nach. Der Alltag wird stressig, man hat wenig Zeit oder einfach keine Lust. Genau deshalb ist es wichtig, Strategien zu entwickeln, wie man motiviert bleibt und regelmäßig lernt, auch wenn man mal keine große Lust hat. Zuerst ist es hilfreich, sich an die eigenen Ziele zu erinnern. Warum möchtest du Deutsch lernen? Vielleicht brauchst du die Sprache für die Arbeit, für das Studium, für den Alltag oder um dich wohler in einem neuen Land zu fühlen. Schreib dir dein Ziel auf und häng es irgendwo hin, wo du es jeden Tag sehen kannst. Es kann ein Satz sein wie: Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können. Oder ich möchte fließend sprechen, um mich sicher zu fühlen. Dieses Ziel erinnert dich daran, warum du angefangen hast. Ein weiterer wichtiger Punkt ist es, kleine Etappen zu setzen. Wenn du dir nur ein großes Ziel wie Ich will fließend Deutsch sprechen setzt, kann das schnell überfordernd wirken. Besser ist es, kleinere Ziele zu definieren. Diese Woche lerne ich 10 neue Wörter. Ich höre jeden Tag 5 Minuten Podcast. Ich mache heute eine Grammatikübung. So hast du das Gefühl, etwas geschafft zu haben und das motiviert. Belohnung funktioniert auch sehr gut. Wenn du dir nach einer Lerneinheit etwas Kleines gönnst, zum Beispiel eine Pause mit deinem Lieblingstee, eine Folge deiner Lieblingsserie oder einen Spaziergang, dann verknüpfst du das Lernen mit etwas Positivem. So wird es einfacher, dran zu bleiben. Auch eine Routine ist entscheidend. Wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit lernst, wird es zu einer Gewohnheit. Zum Beispiel jeden Morgen 15 Minuten nach dem Frühstück oder jeden Abend vor dem Schlafengehen. So musst du nicht jedes Mal neu überlegen, ob du lernen willst. Du tust es einfach, weil es zu deinem Alltag gehört. Wenn du dich oft ablenken lässt oder leicht in die Prokrastination fällst, kann ein Lernplan helfen. Schreib dir am Sonntag auf, was du in der kommenden Woche lernen möchtest. Plane konkrete Zeiten ein und halte dich daran wie an einen Termin. Am besten notierst du auch, was du gemacht hast. So siehst du deinen Fortschritt. Manchmal hilft es auch, sich selbst zur Verantwortung zu ziehen. Zum Beispiel kannst du jemandem erzählen, was du diese Woche lernen willst. Wenn du es jemand anderem versprichst, fällt es dir schwerer, es einfach zu vergessen. Noch besser ist es, wenn ihr zu zweit lernt. Ein Lernpartner oder eine Lernpartnerin kann motivieren, erinnern und unterstützen. Ein weiterer Tipp: Verändere deinen Lernstil, wenn du dich langweilst. Wenn du zum Beispiel immer nur mit einem Buch lernst, probiere mal eine App aus oder sieh dir ein Video an. Wenn du viel geschrieben hast, versuch es mit Hören oder Sprechen. Abwechslung bringt neue Energie. Auch Inspiration kann motivieren. Lies Geschichten von anderen Menschen, die Deutsch gelernt haben. Schau dir Videos an von Leuten, die erzählen, wie sie die Sprache gelernt haben und was ihnen geholfen hat. So bekommst du neue Ideen und siehst, dass du nicht allein bist. Vergiss nicht, dass Rückschläge normal sind. Es wird Tage geben, an denen du das Gefühl hast, nichts verstanden zu haben. Oder du machst viele Fehler. Das gehört zum Lernen dazu. Wichtig ist, dass du weitermachst. Du musst nicht perfekt sein. Fehler sind Teil des Prozesses und jeder kleine Schritt bringt dich weiter. Wenn du das Gefühl hast, dass du nichts lernst, mach eine kurze Pause. Manchmal hilft schon ein Tag Abstand, um neue Energie zu bekommen. Aber die Pause sollte nicht zu lang sein. Setz dir ein konkretes Datum. Ich mache morgen Pause, aber übermorgen lerne ich wieder 20 Minuten. Am Ende ist Motivation wie ein Muskel. Je öfter du trainierst, desto stärker wird sie. Es wird leichter mit der Zeit, vor allem wenn du erkennst, dass du wirklich Fortschritte machst. Im nächsten Teil fassen wir noch einmal alles zusammen und schauen, wie man das selbstständige Lernen langfristig erfolgreich gestalten kann. Wenn wir alles zusammenfassen, sehen wir: Selbstständiges Lernen kann sehr effektiv sein, wenn man es richtig organisiert. Es braucht keinen perfekten Plan und keine teuren Materialien. Viel wichtiger ist es, klare Ziele zu haben, regelmäßig zu üben und ehrlich zu sich selbst zu sein. Überlege dir genau, warum du Deutsch lernen möchtest und erinnere dich immer wieder daran. Das gibt dir Richtung und Motivation. Ein guter Lernplan hilft dir, den Überblick zu behalten. Er muss nicht kompliziert sein,
Einfache Schritte, realistische Zeitangaben und ein bisschen Flexibilität reichen schon. Wichtig ist nur, dass du überhaupt einen Plan hast und ihn so gut es geht umsetzt. Auch kleine Lerneinheiten bringen dich weiter, wenn du sie regelmäßig machst. Effektive Methoden wie das Arbeiten mit kurzen Texten, aktives Hören, Sprechen und Wiederholen sind deine besten Werkzeuge. Nutze verschiedene Medien, Bücher, Videos, Apps, Podcasts und finde heraus, was dir am meisten hilft. Jeder Mensch lernt anders. Wenn du merkst, dass etwas nicht funktioniert, ändere die Methode, aber bleib dran. Denk daran, Selbstdisziplin ist wie ein Muskel. Je öfter du lernst, desto einfacher wird es. Und je mehr du siehst, dass du Fortschritte machst, desto mehr Lust hast du weiterzumachen. Mach dir bewusst, dass Fehler dazugehören. Niemand spricht fehlerfrei von Anfang an. Und das ist auch gar nicht nötig. Das Ziel ist nicht Perfektion, sondern Kommunikation und ständiges Wachstum. Vergiss nicht, dich selbst zu loben. Wenn du eine Woche lang jeden Tag gelernt hast, super. Wenn du ein neues Wort im Alltag verstanden hast, großartig. Auch kleine Erfolge sind echte Fortschritte. Und am wichtigsten, mach das Lernen zu einem Teil deines Alltags. Es muss nicht immer lang sein, aber es sollte regelmäßig sein. 10 Minuten am Morgen, ein Podcast beim Spazierengehen oder ein paar Vokabeln vor dem Schlafengehen, all das zählt. Mit der Zeit wirst du merken, dass Deutsch ein natürlicher Teil deines Lebens wird. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Hinterlass gern einen Kommentar und schreib uns, welche Themen dich interessieren oder welche Art von Inhalten du dir als nächstes wünschst. Und wenn du magst, gib dem Video einen Daumen hoch. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen.